Das ist einer der kleinsten Wohnwagen der Welt, der Kip Shelter. Es geht immer noch natürlich ein bisschen kleiner, aber es ist wirklich ein kleines Gerät. Wir sind in Dasing heute am 19. März 2021. Hier sind die Miller Twins und erstmal hallo. Sandra und Diana, die da sind, die zeigen uns heute mal das Auto, 1,70 Meter knapp groß mit Schuhen. Und das ist natürlich ein tolles Auto für euch, weil ihr könnt mit geschlossenem Hubdach auch stehen drinnen. Das haben wir eben schon mal ausprobiert, das geht, aber jetzt ist es ja offen und ich zeige mal gerade Kip. 85 Jahre gibt es die, seit 1934, die hatten jetzt 85-jähriges. Demnächst 90-jähriges kommt jetzt und da, die Mädels, die sind sehr aktiv, schließen schon mal das Dach. Das ging schnell. Das ging super. So, bitte mal öffnen. 1, 2, 3. So, und dann geht es wieder auf und dann hat man unglaublich viel Platz hier drin, oder? Definitiv. So, wir gucken gleich mal hier rein, schauen uns das Ganze mal an. Wenn ihr so lieb seid, macht es euch mal gemütlich auf der Bank, Bett und so weiter und so fort. Wir werden gleich mal zeigen, wie versatil das ganze Fahrzeug ist. Wir sind zusammen mit dem Patrick. Grüß dich, Patrick. Hallo. Von Wheelhouse. Du bist ein echtes Nordlicht. Ja, absolut. Genau. Ihr seid aus Hamburg eigentlich, oder? Wir sind original aus Hamburg, ja. Und versuchen unser Glück jetzt hier in Bayern. Na super. Und wie läuft's? Ja, werden wir sehen. Mit eurer Hilfe wahrscheinlich besser. Ja, ihr habt eine neue Halle gebaut, die wird morgen eröffnet. Ja. So ist es. Und habt keine Kosten und Mühen gescheut, praktisch ins südliche Gefilde zu gehen, denn Hamburg ist von hier aus schon ein gut Stück weg, oder? Ja, es sind 734 Kilometer, um exakt zu sein, ja. Von einer Firma zur nächsten. Ja, aber dennoch sind wir zuversichtlich, dass dadurch ja natürlich einmal zur Nähe Österreich-Schweiz und überhaupt zu den Outdoor-Aktivitäten hier in Bayern, glaube ich, das sehr gut passen wird und die Nachfrage vielleicht sogar höher ist als im Norden. Das werden wir sehen. Ja, was ziemlich cool ist, alle diese Anhänger können mit dem Führerschein Klasse B gefahren werden, ohne extra Anhängerprüfung, korrekt? Ja, die sind alle bis 750 Kilo zugelassen. Man kann sie auflasten, insbesondere hier der Kip Plus, den gibt es auch als Motorradvariante. Das heißt, wenn jemand schwere Motorräder transportieren möchte, gibt es eine breitere Tür und ein Motorradpaket, was eine Auflastung auf 900 Kilo ermöglicht. Aber ich sag mal, der Standardkunde kommt mit den 750 sehr gut hin. So, bevor es dann abbricht. Ja. Ist es ja so, viele fangen ja neu an mit Camping. Was ich gemerkt habe, ist, du hast relativ viele Quereinsteiger in letzter Zeit, weil das Thema Camping kommt ja, dass jetzt einer sagt, ich steige jetzt um vom Tabat hier auf so einen Kip, das ist eher selten. Vom Tabat auf Kip vielleicht doch eher selten, aber was auffällt, ist tatsächlich, entweder haben wir komplette Neueinsteiger, also auch wirklich jede Altersgruppe, Ü50, Ü60, alleinstehende Frauen im Übrigen oder Alleinreisende, sind sehr häufig anzufinden bei Kip, weil er eben so leicht und vielseitig nutzbar ist. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, mach mal hinzu, dass wir mal sehen, wie er aussieht geschlossen. Denn der ist ja... So, Mädels sind eingesperrt. So, das ist auch richtig schön. Man kann abschließen. Das ist also auch ein Vorteil gegenüber einem Zelt. Die gibt es ja sehr lange, seit 1934. Das heißt, wenn es etwas so lange gibt, dann ist es wahrscheinlich ausgereift, oder? Absolut. Also ich wüsste nicht, was man daran anders und besser machen könnte. Er ist oft kopiert worden, aber wohl nie erreicht. Deswegen gibt es ihn eben so lange auch schon. Was Neues sind die Farben, also es gibt sehr viele warme, erdverbundene Töne. Es gibt Blau, demnächst Grau, wir haben Grün, schöne Grüntöne und dieses Braun, was wir vorhin beim Offroader gesehen haben. Das war nicht immer so mit den Farben. Nein, also man hat sich entschieden, vor ein paar Jahren einfach auch andere Wege mal zu gehen bei Kip und das sehr erfolgreich. Ich glaube, die Miller Twins, die kriegen es. Nee, genau, jetzt nochmal ganz runter. So, und jetzt mal leicht hochgehen, aber langsam, bis es immer klickt. Stopp, und jetzt zurück. Jetzt sehr gut. Das ist das, der Trick ist langsam zu machen. Ja. Das ist immer schwierig so. für uns. Funktioniert hervorragend, ja. Also auch die Fenster, alles doppelt verglast? Ja, alles doppelt verglast, überall Verdunklung und Moskitonetze verbaut.
Das ist ja im Campingbereich Standard, aber hier die Qualität, sagst du wirklich, die Dinger sind fürs Leben gebaut, oder? Ja, also die ganze Konstruktionsweise ist sehr leicht und trotzdem extrem stabil. Wir haben ja hier eine Aluminiumbeschichtung auf einem laminierten Holz mit Dämmung. Er hat als einziger Caravan meines Wissens in Europa ein Energiezertifikat der Klasse A für Bauwerke. Das heißt, er hat sowohl eine extrem gute Aerodynamik beim Fahren durch diese sehr schräge Front und eben auch durch die sehr hohen Dämmwerte. Krass, der ist total schön. Also ja, du hast einen Laden aufgemacht, ja, in Hamburg vor einiger Zeit, vor 2-3 Jahren. Und das läuft ganz gut in Hamburg? Ja, also das war eben auch der Grund zu sagen, um den Leuten die Anreise nach Hamburg ein bisschen leichter zu machen, dass sie einfach hierher kommen können. Normalerweise ja nur auf Messen zu sehen, sowas, so ist es. Aber die Leute wollen ja das ganze Jahr aber mittlerweile mal gucken. Du hast viele, ich sag mal, Spontankäufer auch. Hast du denn auch Lagerware da? Eher selten, weil das hängt einfach damit zusammen, dass Leute, die sich sowas kaufen, das tatsächlich individualisieren dann. Ja, die wollen ihr eigenes Fahrzeug mit der Wunschausstattung. Es gibt vereinzelte Fälle, wo das geht. Aber ansonsten, die allermeisten warten auch dann gerne drauf. Wobei Kipp sehr schnell liefert. Also wir haben zu Normalzeiten 2-3 Wochen Lieferzeit, inklusive Individualisierung, was sehr schnell ist. Made in Holland? Alles made in Holland, ja. Okay. Made in den Niederlanden. Ich glaube, Holland ist ja auch nur ein Stadtteil von den Niederlanden. Niederlande ist korrekt, ja. Du bist oft da in den Niederlanden? Ich bin sehr oft da, ja. Und du sprichst Niederländisch? Nein, leider nicht. Ja, jetzt hättest du gleich mal 1-2 Takte sagen können. Das Coole ist hier so ein Astabweiser dabei. Das Ganze macht einen sehr stabilen Eindruck. Den kann ich aber verwenden, um dort zum Beispiel was abzuspannen. Muss ich aber gar nicht, weil du hast Kederleisten überall. Ja, also der ganze Rahmen besteht quasi aus Kederleisten, wenn man so möchte. Also man kann sowohl Kippzubehör natürlich als auch freies Zubehör in jeder Art und Form von Markisen. Das Maß, das Kedermaß? 0,7. 0,7. Ja. Alles, was 0,7 hat, passt. Das ist, glaube ich, eins der Maße, oder? Ja, ich glaube 0,7 und 1,0 sind so die gängigsten Maße. So, Kederleiste. Ihr wisst, was es ist, eine Kederleiste? Ja, haben wir jetzt gelernt. Und zwar eine Leiste, in die man verschiedene Dinge, denke ich mal, einhängen kann oder dran montieren kann. Wie nennt man das richtig? Ja, einfädeln kann, genau. Stark. Also ihr wart schon mal drin. Ja. Das Raumgefühl ist natürlich baugleich mit dem, den wir eben gesehen haben, den Offroader, aber innen drin ganz anders. Ja, deswegen bitten wir euch mal mit rein, dann könnt ihr das euch auch anschauen. Warte, ich zeige mal ganz kurz vorher noch mal, wie schön das gemacht ist mit den Lampen. Guck mal. Ja, es ist keine moderne LED-Beleuchtung. Es ist tatsächlich noch so ein bisschen Retro-Style dabei, was die Leute sehr lieben. So. Der Vorteil ist auch, wenn es mal kaputt geht, du kriegst die Birnen überall. Ja, und sie kosten nicht im Ansatz das, was eine LED-Lampe kostet. Wir gehen aber leider nicht kaputt. Das ist das Problem. Also ganz selten. Selten, ja. Außerdem kann man ja immer noch so eine Retro. Ah, ja, gut, das darf man ja nicht. Ja, naja, anderes Thema. So, hier sind Stützen drin. Das heißt, wenn du das Ding aufbaust, du fährst die Stützen raus und dann, das war's eigentlich, oder? Ja klar, also wenn er angehängt ist, kann man natürlich auch so reingehen. Wenn er abgekoppelt ist, muss man auf jeden Fall vorher die hinteren Stützen runterfahren, sonst kippt er schlicht um. Und die Höhe ist ja so, dass man, also wenn man nicht ganz, ich sag mal, schlecht auf den Füßen ist, kommt man rein, oder? Nee, bei dem Plus und dem Basic, der steht so flach, dass man da keinen Tritt braucht. In aller Regel beim Offroader haben wir gesehen, da braucht man dann doch eine kleine Tritt. Die Mädels haben lieb eingeladen. Was habt ihr gesagt? Kommt mal. Kommt doch mal zu uns rein. So. Die Frauen, ich sag nicht mehr Mädels, ja. Aber das ist ja heute, Emanzipation ist ja pur. Ja, genau. Ihr seid jetzt quasi die Campenden, kann man das sagen? Weil Camper gibt es ja nicht mehr, das sind ja Camper und Camperinnen. Ja, genau. Das ist so. Ich steig mal ein. Ich will mich ja nicht lustig machen darüber. Es geht manchmal schon ein bisschen sehr weit, wenn du so die Nachrichten hörst. Immer so die Demonstrierenden, die... Das ist extrem. Ich weiß, too much, aber ja. Okay, aber gleich, ich habe auch das Gefühl, jedes Amt ist jetzt besetzt durch Frauen. Die Bundeskanzlerin, die Vorstandsvorsitzende von RWE, was weiß ich alles, was gibt. Die Campingwagen. Wir haben bald gar nichts mehr zu sagen. Ja, es ist so. Der Armen. Ja. Aber eins ist sicher, also was ich mitbekommen habe, ist bei der Kaufentscheidung, wenn man ein Paar hat, ist oft die Frau eine Entscheidung, oder? Absolut, ja. Ja. Die Frau hat ja meistens die überzeugenderen Argumente. Welche?
aber das ist doch schön noch so und wir brauchen unbedingt hier und das. Oh ja. Und du wolltest auch heute Abend noch einen Rotwein mit mir trinken. Ja, genau. So. Wenn ihr mal gerade ganz reingeht, bitte, dass man mal sieht, also da können locker mal 6, 7, 8 Personen sitzen. Ja, also ich sag mal, bei 6 ist, glaube ich, Schluss. Aber man kann, wie gesagt, diesen Tisch so nutzen, wie man ihn jetzt hier sieht, als größeren Tisch. Man kann ihn dann auch aushängen, das machen wir dann später. Und kann den dann quasi, wie wir es beim Offroader gesehen haben, absenken, hinten 2/3 des Bettes machen und dann wiederum den kleinen Tisch oben in diese Öffnung stecken. Das wirkt alles ganz massiv hier mit dem Metall. Und ist das da Metall eigentlich, da die Scharniere? Das ist auch, hat schon ein bisschen Gewicht, ja? Ich glaube, die sparen ja an nichts, aber die Qualität muss stimmen, oder? Ja, absolut. Also ich sag mal, die Kunden, die sich für einen Kipp entscheiden, machen das eigentlich, ich denke, auf sehr lange Sicht und wollen schlicht keine Probleme haben. Das finde ich auch. Also nochmal, du kaufst ja ein Statement, ganz klar. Also du kaufst ein Statement, ich habe ein kleines Fahrzeug, ich habe einen kleinen Plot, ich bin eigentlich, wenn ich so ein Fahrzeug habe, ein cooler Typ, per se mal. Ja. Wie ist so die Reaktion am Campingplatz? Ich nehme an, du hast ja schon mal einen mitgenommen, oder? Ja, immer freudig, weil erstens natürlich durch die äußere Farbgestaltung und durch die Form fällt er natürlich sehr auf. Das ist einfach was komplett anderes, was Frisches, setzt sich definitiv von allem anderen, was so typischerweise da anzutreffen ist, ab und weckt natürlich Interesse und Begehrlichkeiten. So, hier vorne die Expander, wenn ich groß bin, kann ich die natürlich rausmachen, weil die sind ja nur dafür da, dass wahrscheinlich das Zelt ordentlich eingefaltet wird, oder? Das ist der Hauptgrund. Manche hängen da auch ihr Wäsche auf. Oder ja. Könnte mir passieren. Kann man durchaus machen. Sag mal, jetzt in der heutigen Zeit, ihr wascht, putzt und spült ja nicht mehr, oder? Das machen alles die Männer. Nee, aber so Waschmaschinen machen das. Die Waschmaschinen, ist so. Also ich darf bei mir zu Hause nicht waschen. Also ich habe zwar eine eigene Waschmaschine, aber meine Frau hat immer Angst, dass ich was kaputt mache. Ja, so eine bin ich auch. Ja. Ich habe aber auch schon einiges kaputt gemacht. Hast du was kaputt gemacht? Boah, ich habe schon so viel kaputt gemacht. Ja, ich habe einmal was mitgewaschen. Ich schaffe es immer dunkel und hell zu waschen. Kennst du das? Ja, wenn wir unsere Wäsche gegenseitig vergleichen, die gleichen Oberteile sind bei mir immer so leicht grau. Ja. Sehr grau. Gut, ihr seid echte Frauen, ich merke schon. Ihr kennt euch aus. Wie ist so die Qualität? Wie fühlt sich das an? Fühlt sich alles wirklich qualitativ sehr hochwertig an. Ist auch gar nicht so leicht. Also das finde ich aber eigentlich spricht für die Qualität. Ist alles sehr griffig, sag ich mal. So, ihr habt gerade eben auf den Polstern gesessen. Das sind ja auch Schlafpolster. Sind die gut zum Schlafen? Definitiv, ja, ist gut? Definitiv. Okay. So, wenn ich mal ganz kurz mal Schuhe mal aus, bitte. Dann zeigen wir mal gerade die Länge. Ihr seid ja europäisches Normmaß EG 428, ja, genau. 1,67 Meter groß, ohne Schuhe, glaube ich. Ja, stimmt das? Genau. Ich glaube 1,67 und 1,66. Also dann. So, und du kommst, genau, mal Kopf ganz ran. Und jetzt haben wir noch hier gute 30 Zentimeter Platz. Das heißt, wir haben 2 Meter Bettlänge. Ja, 2 Meter in der Länge, 1,70 in der Breite. Vorsicht, Kopf. Also ungewöhnlich groß für dieses Raumkonzept. Das ist cool. Man kann ja auch mit dem Kopf natürlich nach hier schlafen, aber ich glaube mal so, das Schönste ist hinten, oder? Ja, zumal man morgens dann tatsächlich, wenn man die Verdunklung dann aufmacht, tatsächlich in den Himmel gucken kann, wenn man mit dem Kopf da hinten liegt. Der gute alte Himmel. Gemütlich. So, du kannst alles öffnen, du hast überall Fliegengitter mit drin, alles doppelt verglast, alles, hier knarzt nichts, habe ich das Gefühl, oder? Nee, also klar, man ist natürlich während der Fahrt nicht hinten drin, da kann man es nicht hören, aber das ist alles sehr, sehr stabil und wertig gebaut. Ja, ich sage mal, wo nichts knarzt, ist auch kein Verschleiß dann. Klar. So, und das heißt, die Möbel, habt ihr da so Sägespäne schon mal, die ihr findet dann von der Fertigung noch? Gibt's sowas? Nein. Nee. Ja gut, du lachst jetzt, habe ich schon ganz oft gesehen. Ja, es gibt Hersteller, da ist das so, das ist wohl richtig, ja. So, das heißt, die machen das mit Liebe, kann man das sagen? Ja. Ich glaube, ich muss mal nach Holland fahren zu denen. Auch ziemlich, cool. Ach, das ist dieses super System von Dometic. Ja, das finde ich aber super praktisch, wenn wir jetzt hier irgendwas zubereiten. Guck mal, da ist eine Ladebuchse, einpacken. siehst du? Die ist auch verstellbar. Krass. Wahnsinn. Da ist eine USB-Ladebuchse drin, da gibt es unglaublich viel Zubehör für. Ja, diverse Lampen. Auch klar, also standardmäßig sind 3 LED-Spots dabei. Man kann unendlich dazu nehmen, man kann die USB-Ports nehmen. Auch hier haben wir die Möglichkeiten der Solaranlage. Porta Potty passt hier rein. Zeig mal bitte. Hier. Ja, hier ist es jetzt nicht drin, aber es würde reinpassen. Kommt hier unten rein.
Wir haben hier die Standheizung, also die Fußbodenstandheizung. Wenn ich Landstrom habe. Genau. Okay. Und dann gibt es hier diese sogenannte Whale-Heizung auch optional. Wo ist sie? Ja, die ist jetzt hier in dem nicht verbaut, aber es ist eine Kombination aus Gas- und Elektroheizung, die man nutzen kann. So, das Auto läuft auf Gas? Das, ja. Also, Der Anhänger, meine ich. ja, also der läuft, also was heißt das Kochen über Gas? Der Kühlschrank ist ein Absorber, das heißt, der läuft über Batterie, über 220 und Gas, je nachdem, was man eben zur Verfügung hat. Ja. Und Spüle, das Wasser ist wo? Wasser ist vorne, ein ganz normaler, rausnehmbarer kleiner Wassertank mit 20 Litern. Mit einer Saugpumpe nehme ich an, ne? Genau, kann man Das heißt, die kriegst du überall, wenn sie mal kaputt ist. Das ist auch cool. Ja, und man kann mit dem zur Wasserstelle gehen und muss nicht die Wasserstelle zum Caravan bringen. Ach, das ist ein Kanister, der drin ist, gell? Das ist ein Kanister. Das Volumen vom Kanister? Ja, 20 Liter. 20 Liter. Gut. Also man kann ihn einfach reinigen. Also ich habe im VW-Bus 10 Liter langt auch. Also das ist so, wenn man sich ein bisschen zusammenreißt, dann geht's. Außendusche? Ja, Außendusche ist quasi möglich. Haben wir hier. Die kann man hier draußen dann anschließen. Zeig mal bitte. So, da kannst du nämlich übrigens... Runde duschen. So wie auch die Küche, die kann man natürlich auch nach außen bringen und hier in diese Schiene reinhängen. Das heißt, für Leute, die jetzt nicht drin kochen möchten oder das Wetter einfach entsprechend gut ist, dass man es draußen macht, hängt man die Küche einfach hier. Bitte einmal zeigen, so leid es mir tut. Das ist nämlich eins der ganz wesentlichen Features hier von dem Auto. Ich weiß, das ist jetzt immer ein bisschen aufwendig. Du brauchst dafür den Stempel, nehme ich an, den Stab, der unten drunter kommt. Ich habe letztes Mal einen Umbau gemacht von einem Zubehör von einem Fiat Ducato. Das hat dann so 30 Minuten gedauert und das war den Leuten zu lang, habe ich dann gemerkt in den Kommentaren. So, das heißt, die Gasleitung wird rausgezogen, der Abwasserschlauch. Genau, dann wird das kurz rausgehoben. So, und Mädels, ihr wischt mal vorher kurz den Staub dann ab. Ja, natürlich. Dass wir hier Fotofinish kriegen. Ja, jetzt fehlt natürlich hier die Stütze. Die Stütze, die finden wir. So, die Stütze wird mal kurz geholt. Die ist natürlich dabei, die Stütze, oder? Ja, selbstverständlich. Also wie auch das Zelt hinten, das ist alles in diesem Paketpreis. Ein Zelt ist dabei. Ja, Zelt ist bei dem Plus-Paket dabei. Das ist groß. Das ist relativ groß, ja. Das ist so 3 Meter lang, über die ganze Wagenbreite. Genau, danke. So, das ist Dann wird das hier einfach nur... Das ist die Stütze. So, einmal kurz unten aufdrehen, dann kriegt er sie besser rein. Oder so. So, das heißt, auch wenn ich uneben stehe, kann ich es anpassen. Das ist der Vorteil, ich bin immer gerade. Ja, man hat hier ganz einfach einen Außen- und Gasanschluss. Man merkt, dass ihr Kinder habt. Ja, das ist so Puppenhausmäßig. So, ohne Worte, genau. Nee, die meisten Kids können ja auch Puppenhaus spielen, ohne, da wird dann gekocht. Nur so tun, als ob, heißt es. Nur so tun, als ob. Ja, ich habe ja auch 2 Mädels, muss ich ja sagen. Ich habe auch Zwillinge. bestimmt. Ja. Keine Du Eineigen. kennst dich ja aus, gell? Ist das cool, eineiiger Zwilling zu sein? Definitiv. Ja. Also ich finde es auf jeden Fall, ich weiß nicht, man hat beides. Man kann zu zweit sein, ist Zwilling und man kann alleine sein. Ist der Show-Effekt Findet ihr groß, wenn man so rausgeht essen, wenn das wieder geht? Ja, bei uns ist auf jeden Fall, werden die ganze Zeit verglichen, von oben bis unten. Ja, von wir vorne setzen uns bis in der hinten. U-Bahn Oh. immer nur gegenüber, wenn wir unsere Ruhe haben wollen, weil sonst geht es immer so. Aber für uns ist es natürlich fast nur ein Vorteil, weil wir nützen das natürlich auch beruflich komplett aus. Ihr seid Showstars, Genau, wir machen ganz bekannt in Fernost, muss man sagen. Also ihr seid hier natürlich bekannt aus der Ratiofarm-Werbung, aus unglaublich vielen Dingen. Ihr wart bei Wetten, das wart ihr, Lockvogel, Verstehen Sie Spaß? Aber wir haben ganz viel mit der Helene Fischer gemacht und Ganz viele Veranstaltungen mit, haben den Germany's Next Topmodels beigebracht, wie sie die Fassaden hinuntertanzen. genau, und moderieren jetzt auch super gern und viel auf Events. Also immer viel unterwegs und immer was Neues. Und mit mir jetzt ganz viel Camping. Denn hier- Ja, Ist auch wir wissen wieder jetzt das gar Neues. nicht, und wir wissen jetzt gar nicht, welchen Camper wir uns überhaupt aussuchen, weil das ist so eine sensationelle Auswahl hier. Das ist ja unglaublich. es sind nur ein paar Aber Stück es ist drin, schon aber echt die sind, voll unser Ding hier. Also Ja. es würde schon gut zu uns passen, finde ich. weil es alles so klein ist vom Plot Ich her. finde es total praktisch, klein, ist nicht Und so total riesig. stylisch einfach. Und, Wirklich ja. extrem aus. Super vorstellen hinter eurem, warte, ich zeig mal gerade, was ihr für ein Auto habt, dass man das mal sieht. Das ist so ein typisches Mädelsauto. Hier, das ist was ist das, ein Range Rover? Ja. Okay.
der da ist und Evoke und dahinter hier der in Grau. Könnte man sich schon gut vorstellen. Also ich habe da schon ein paar in Aussicht, die gut passen würden. Ich finde, da passt eigentlich keiner passt nicht. Das Coole ist, die haben sogar einen CE-Führerschein, die beiden. Ja, das ist, Ja, dann können Sie tatsächlich 2 hinten ranhängen, das ist doch gut. genau, ihr könnt mehrere Achsen fahren. Einer vorne und einer hinten. Nee, das ist wirklich super cool. Komm, wir zeigen mal ganz kurz Umbaubett, würde ich mal gern sehen, dass wir das mal sehen. Vielleicht können wir den Profi mal vorlassen. Oder wollt ihr mal probieren? Dürfen die das? Probieren, okay? Ja, er hat Angst und sagen, Wir kriegen das hin. ihr kriegt das hin. Ja, 100%. So, ihr müsst hinten drücken, einmal. Wir kriegen das hin. Denn wir haben schon schwer geübt im Freistaat. Okay. Da waren nämlich auch solche ähnlichen Konstruktionen, die man tiefer einhängt. Aber hier muss ich gar nichts einhängen, das kann ich einfach drauflegen. Ja, genau. Das legt man zwischen die beiden Bänke. Dann, Boah, sind die gut. Die sind eingestellt, oder? ja, die machen das hervorragend. Also sehr, 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 sehr schnell. Intuitiv. Ihr habt es noch nie gemacht? Nee, keine Ahnung, hat uns auch niemand erzählt. So, jetzt gehen wir weg. Nein, das darfst du nicht. Das darfst du eben Nein. nicht, weil dann hinten die Polster. Ja, aber Bitte, nee, es gibt ja hier dieses Teil. Okay, ach das, okay, verstehe. Fast richtig, oder? Fast, ja. Einfach die wieder durchschieben. Durchschieben nochmal zurück. Die kommt vorne dann. Das kommt hier hin. Okay, gut, dann haben wir das. Genau, zeig mal. Ach, das ist die Tischplatte. Das ist die zweite Tischplatte. Und die zeigen wir auch mal gleich, denn die kann man einhängen. Du kannst sogar das Teil umgebaut lassen, das Bett. Geht das auch bei dem? Genau, man kann den hinteren, ja quasi so 2/3 des Bettes gebaut lassen und kann dann vorne einen kleineren Tisch für die täglichen Dinge nutzen. Mädels, wie sieht's aus? Gleich. Tetris hier. Müsste es so rum eigentlich so, gell, die große. Ihr müsst die hab ich doch gesagt. ja. Ich hab's doch gesagt. Jetzt. Aber die, ich sag mal, die lädt ja ein zum Rausziehen fast, oder? Die große Platte. Ja, irgendwie, ja. Hat man so das? Ja, jetzt irgendwie geht's. hat man das Gefühl. Aber So, Mädels, einmal Schuhe aus, bitte. Dass wir mal zeigen können, dass das EG-Normmaß. haben wir das hier richtig gemacht? Mit der Ecke? Ist okay. Ich glaube, an der Stelle, da wird auch kein Fuß mehr hinkommen bei euch. Es ist, weil es wirklich lang ist. So, und jetzt könnte man sogar noch ein Kind in die Mitte legen. Ja. Also wir hatten auch schon eine Familie, die haben ein Kleinkind in die Mitte gelegt und haben das zweite Kind hier unten vorm Eingang auf eine kleine portable Matratze gelegt. Also geht auch, solange die Kinder nicht zu groß sind, mit 4 Leuten. So, und das ist die Außendusche, gell? Zeig mal die. Ja. Dass wir die haben, denn es gibt mehrere Anschlüsse. Einmal gibt es einen Bajonettanschluss für Gas, der ist schon dran. Und dann hat Kip mitgedacht, da ist ein Wasseranschluss. Da gibt es einen Schalter dann für die Pumpe. Wie funktioniert das? Genau, das ist quasi an das Drucksystem angeschlossen. Ach, ist ein Drucksystem. Okay. Der baut einmal Druck auf. Der merkt das dann. Zack. Zack. Und dann ist die. Küche komplett. Genau, zieh's mal raus, bitte. Genau. Und dann quasi hier das auch als Außendusche zusätzlich benutzen. Boah, du bist mein Held. Hier so einen Laden hier hinzuzimmern. Ja, es ist einfach schön, mit solchen Produkten Leuten auch Freude zu bereiten, weil das ist etwas, wo man hinterstehen kann. Das ist praktisch, das ist modern. So, jetzt. Zu handhaben. Genau, die Mädels bauen es mal gerade um und die Frauen bauen es jetzt mal um. Und dann zeigen wir mal nochmal diesen Tisch. Das ist nämlich ganz interessant. Achso, den müssen wir so lassen. Den da so lassen. Genau. Das Bett so lassen, wie es war. Das Bett so lassen, wie es war, höre ich gerade. Das kann man auch so lassen, jetzt erstmal zum Zeigen. Und dann muss man wahrscheinlich den Tisch. Die Kappe in der Mitte rausnehmen, die graue. Ja, dann hier Da raus. stecken. Der kleine Fuß rein. Das heißt, jetzt kann ich hier iPad, MacBook, was weiß ich. Ja. Und man könnte eben, wenn man hinten die Polster wieder zusammenzieht, hinten das Bett quasi gemacht lassen, sodass man da auch Bettzeug etc. Einfach liegen lassen kann. Okay, das heißt, du stehst auf und hast direkt einmal ein gemachtes Bett. Ist ganz, ganz toll anzuwenden, wie man es braucht, oder? Ja, genau. Also für Leute, die wirklich viel unterwegs sind und auch nur zu zweit sind,
denke ich, werden die meisten das Ja, das wäre jetzt so meine Konstellation hier, wie ich es. Ja. Das könnte ich mir gut vorstellen, weil dann kann ich hier sitzen, hier kannst liegen, wir passen sogar noch quer rein. So, wir können sogar noch Ja, quer. da noch chillen. Und Jetzt liegt ihr ja auch nicht so. Ihr seid Seitenschläfer eigentlich? Nee. Rückenschläfer? Bauchschläfer? Ich habe gerade immer mein Kind in der Nähe. Ich bin froh, wenn ich überhaupt schlafen kann. Ich kann es dir nicht sagen. Ihr habt wirklich kleine Kinder noch, oder? Ja. 3. Ja, So. deswegen bin Komm ich mal gerade rein. froh, wenn ich überhaupt 5 Stunden am Stück schlafen kann. Sehr schön. Also, wir sind durch. Bitte noch einmal Schränke noch mal kurz hinten öffnen. Die sind nämlich sehr tief. Das kann man noch mal zeigen. Das habe ich, glaube ich, eben schon mal kurz gezeigt. Ich war mir nicht ganz sicher, weil wir schon so viel gefilmt hatten. Hast du gezeigt? Und hier an der Seite geht auch mal. Also Stauraum haben wir genug. Dann kannst du hier Motorräder festzurren. Es gibt den aufgelastet. Auf wie viel Tonnen? 0,9 Tonnen, also 900 Kilo, standardmäßig 750. Aber wie gesagt, die Auflastung macht wirklich nur Sinn für Leute, die was Schweres transportieren wollen. Und das sind in der Regel Motorräder. Die Tür gibt es dann in etwas breiter noch, wenn man einen breiteren Lenker hat. Da hat Kip aber auch eine Liste von allen Motorradherstellern, welche Türbreite ich tatsächlich brauche. Und ansonsten gibt es Gepäckluken auch von außen, dass man also an die Stauräume unter den Sitzgelegenheiten einfach Hier. von außen auch rankommt. Zeig mal bitte. Das sind so Gepäckluken. Siehst du? Wie beim Wohnmobil. So, und dann kommst du hier. Man kommt da dann einfach deutlich leichter ran. Das ist Vorzelt? Das ist das große Sonnensegel für hinten. Genau, wenn du mir das einmal kurz zeigst, bitte, das Sonnensegel, weil geht nicht? Nee, geht nicht, höre ich Wir gerade. können es hier nicht verankern im Boden, wir müssen es abspannen. Und halten würde gehen, mit den beiden Mädels? Ja, das dauert aber. Das dauert, wie lange? Ja, 5 Minuten. 5 Minuten. Steht. Okay, komm, wir lassen es. Ich glaub's dir. Es gibt ja Bilder im Netz, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja. Ich sehe schon, du bist ziemlich K.O. Es war hier, ich nehme an, ein Ritt, oder? Hier die Halle hinzustellen, alles? Ja, das ist auf den letzten Metern natürlich immer irgendwie ein bisschen stressig. Aber ja, ich denke, es ist bisher gut. Du machst mir den Eindruck, als könnte ich nichts erschüttern. Du bist so, ich habe eben gefragt, gibt es denn Kaffee? Also gesagt, nö. Ja, da ich persönlich keinen trinke, ist das für mich jetzt nicht. Sagt man. Er ist ein ganz ruhiger, oder? Ja, ist doch gut. Voll entspannt. Aber ich glaube so, wenn man an dem Punkt angekommen ist, kann nichts schief gehen, oder? Ich arbeite noch drauf hin. Ich glaube, ohne Witz hier, die wird ein Riesenerfolg, die Boutique hier, die du hast. Ja. Ich hoffe, ja. Das ist auch toll mit dem Licht hier. Ist das Sonnenseite hier? Nee, leider nicht. Also, Nee, ist gut. Nur morgens hier. Sei froh. Ja. Also, Überleg mal, wenn hier die Sonne... wäre es ein Albtraum, ja. Ja, gut, du könntest ja ganz öffnen im Sommer, theoretisch. Ja, zum Glück. Ihr habt riesen Einfahrten, das heißt, ihr habt auch schon an alles gedacht. Also falls mal Fahrzeuge kommen, die 8 Meter hoch sind. Ja. Oder du könntest noch was einziehen hier, oder? Ja, wir haben oben, da haben wir ja so eine kleine Empore, aber ich sag mal, für uns ist das hier völlig ausreichend. So, jetzt haben wir noch 3 Stück vor uns, die werden wir euch gerade mal zeigen. Das ist einmal dieser wunderschöne Kuppler, der da ist, der mich umhaut, muss ich sagen. Das ist ein unglaublich tolles Teil. Gefällt's dir? Oh, ich sehe schon, da kommt die nächste Konkurrenz. Ein Teardrop. Ja, Wahnsinn. Der Kuppler und den werden wir euch mal zeigen. Dann haben wir, habe ich eben schon mal gezeigt, der absolute Ober-Mega-Hyperhammer. Den Ding, er hat einen Crawler hier stehen. Ja, das ist der Crawler aus der Türkei. Ja, der ist krass, den werden wir euch auch noch zeigen. Und last but not least hast du heute am 19. März 2021 noch einen Kipp hier stehen. Das ist der Basic, wahrscheinlich am günstigsten von allen. Ja, der fängt an bei 12.950 €. Unterschied zu den beiden anderen Modellen Plus und Offroad ist, dass er keine Küche in dem Sinne hat. Er hat ein Fach für eine große Kühlbox. Ansonsten ist er von der Kabine und der Ausstattung identisch. Also geht mehr in die Richtung eines Teardrops, wo es auch noch reduzierter ist, aber mit dem Vorteil der großen oder sehr großen Kabine. Ja, wir sind bei Wheelhouse in Dasing. Ihr habt uns eingeladen. Wir sind gekommen. Morgen ist große Neueröffnung und jetzt geht's an den Kuppler und den Crawler. Vielen Dank dir, Patrick Nüsken. Nüske.
Patrick Nüske von, ich zeig's mal gerade, hat keine Kosten und Mühen gescheut und auf seinem Marco Polo Shirt einen Wheelhouse-Aufkleber drauf gemacht. Ja, hast du gut gemacht. Stick hat es nicht mehr gereicht. Nee, es muss jetzt alles schnell gehen, gell? Ja, das musst du jetzt. Und wenn das Fernsehen kommt, dann will man ja wenigstens mal einen Aufkleber haben. Ja, natürlich. So muss Ja, es euch sein. vielen, vielen Dank. Ihr steht falsch rum. Ihr seid Spiegelzwillinge. Klär mich auf. Was ist das? Ja, einer von uns ist Rechtshänder und einer Linkshänder. Also ich mache all und wir brauchen immer unsere freie Hand außen. So stehen Damit wir euch winken können Genau. und sagen können, bis bald. Tschüssi.